Guten Morgen und willkommen. Ich heiße Alessia und ich bin Italienerin und auf meinem Kanal wir sprechen über Italien und ich hole euch nach italienischen Städten und das ist, was ich heute machen möchte. Also ich hatte dieses Video schon gedreht und das ist das zweite Mal, weil es war so laut hier, aber ihr weiß es schon, hier in Italien ist es ganz laut und könnte man nicht hören. Also versuchen wir für das zweite Mal den Friedhof auf den Monte Grappa zu erklären und zu zeigen. Also das hat ein Italiener gemacht, zurück vom Anfang. Sie haben die Erste Weltkrieg gekämpft und das waren die Österreichisch-Ungarn gegen Italien. Und das war im Jahr 1917 und 18. Dass sie sowas angefangen haben, da zu kämpfen. Und auf diesem Hellfriedhof haben sie gezeigt, wie das Frontverlauf war und wer hat wo gekämpft. Da sind so viele Menschen gestorben und ich finde es so traurig, dass noch heute, wir haben so viele Kriege in der ganzen Welt und es ist immer das Gleiche. Viele Menschen, die für sowas sterben, wenn wir einfach miteinander reden können. Und das verstehe ich nicht, also es tut mir leid. Aber zurück zu unserem Heldenfriedhof. Es sind zwei Teile gebaut, eine für die österreichische und eine für die Italiener und es ist ein Weg inzwischen. Das hat ein Italiener gemacht, ein Italiener Architekt und er hieß Giovanni Greppi. Das ist der erste, das der gemacht hat und danach hat ganz viele Friedhöfe gemacht und das ist dafür berühmt und ich glaube, sie haben das gesehen und sie haben dafür entschieden, dass der ganz gut dafür war und kann man das verstehen. Also ich war da und ich war begeistert. Läuft man auf dieser, kann man nicht gleich sagen, weil es ist 4-5 Metern oder groß, also ich habe keine Ahnung mit die Größe und die Breite. Aber das war riesig und läuft man auf dieser Weg, auf dieser Straße und auf beiden die Seiten sieht man die Täler und alles umherum. Und mit ein schönes Wetter, wir haben nicht so ein schönes Wetter gefunden, aber mit ein schönes Wetter kann man auch bis zum Kroatien sehen und kann man echt ganz viel weit in Italien und ganz viel auch an die Seiten, alles herum sehen. Und das ist wunderschön. Da hatten die Italiener und die Österreichisches gekämpft. Aber das zeige ich nicht, weil ich habe andere Videos auf meinem Englisch-Kanal gemacht und ich vorschlage ja dahin zu gehen und die auf meinem zweiten Kanal zu gucken. Und gehen wir weiter mit diesem Mausoleum. Diese sind noch Kanonen da, das sind echte Kanonen, aber die funktionieren nicht, da kann man nur Fotos machen, das ist gut. Und als wir da waren, ist dann so ein Flugzeug dadurch gekommen. Und ich hatte dieses Gefühl, es muss schrecklich sein, da zu sein und zu kämpfen und diese Lärm zu hören. Das bedeutet, kommt jemand und kann man sterben. Und es waren so viele unbekannte Soldaten. Alle diese Steine, diese großen Steine auf dem Weg, haben Namen und die Namen sind die Namen des Berges, wo sie gekämpft hatten. Und unter diesen Steinen sind ungefähr 10.000 unbekannte Soldaten, also die Teile, was geblieben aus diesen Soldaten ist. Und so viele 10.000, unglaublich, einfach unglaublich. Und auch wo alle die anderen sind, auch wo die Soldaten sind, die bekannt sind, inzwischen sind immer, 1100 Unbekannte inzwischen, da inzwischen. Und das bedeutet, es war vielleicht nur ein Bein oder ein Arm geblieben und sie könnten nicht verstehen, wer der war. Naja, sie hatten diesen Heldenfriedhof gemacht, weil da sie hatten ganz viel gekämpft und waren Gräben und Friedhöfe, überall sind die Täler daneben. Es waren so viele, sie haben entschieden, einfach einen zu machen. Das ist so eine Architektur, dass man denken macht.
das ist alles für heute. Falls das interessant war, Dankeschön. Ich habe noch viele Videos, aber ihr könnt die auf meinem Kanal gucken und sehen wir uns das nächste Mal.